Du willst dir deinen Traum verwirklichen und dein eigenes Restaurant eröffnen? Du weißt nicht, worauf du alles achten musst? Dann bleib dran und erhalte 10 Tipps, die dich bei der Gründung deines Restaurants unterstützen. Es gibt so viele Restaurants, dass es wichtig ist, sich schon vor der Gründung Gedanken zu machen, warum dein Restaurant auf dem Markt nicht fehlen darf. Was macht dein Konzept so einzigartig? Neben einer guten Idee sind auch viele praktische Dinge im Vorhinein zu berücksichtigen. Am Anfang jeder Gründung steht die Idee. Aus dieser Idee sollte sich im besten Fall ein handfestes Konzept für dein Restaurant entwickeln. Darin enthalten sind Informationen wie zum Beispiel die Ausrichtung des Restaurants. Orientiert sich das eigene Restaurant an eine gewisse Kultur, vielleicht eine italienische Küche, indisch oder doch amerikanisch, sollte es eher ein gehobenes und ein lockeres Ambiente verkörpern. Allgemein spiegelt das Konzept in erster Linie die Grundidee wider. Schlussendlich dann auch, wie die Idee umgesetzt wird. Eine vollständige Konzeptidee erklärt das Angebot, die Lage des Restaurants, die Größe, deine Zielgruppe, die Öffnungszeiten und so weiter. Wichtig, das Konzept muss nicht schriftlich gehalten werden, doch es empfiehlt sich. Das Restaurantkonzept muss nicht immer schriftlich festgehalten werden. Umso wichtiger ist, dass ein gut durchdachter und ausgearbeiteter Businessplan erstellt wird. Er dient als schriftliche Ausarbeitung und Präsentation des Konzepts und beinhaltet die Antworten zu den wichtigsten Fragen. Nimm dir den Businessplan sehr ernst und mach es möglichst detailliert, denn er dient nicht nur dazu, potenzielle Investoren und Kreditinstitute im Falle einer Fremdfinanzierung von der eigenen Geschäftsidee zu überzeugen, sondern auch zur Orientierung für dich als Gründer. Was sollte nun alles in einem Businessplan stehen? Die Idee, also das Konzept eines Restaurants. Dann sollte es Informationen zu den Gründern haben, welches Know-how dieser hat, sowie die Aufgabenverteilung. Danach wird die Geschäftsidee genau und detailliert ausgeführt. Eine Zielgruppenanalyse ist ebenfalls von großer Bedeutung, denn jetzt gibst du wieder, wer deine Zielgruppe ist. Die Standortanalyse, das heißt, lebt oder arbeitet deine Zielgruppe in der Umgebung deines Restaurants. Des Weiteren kommt der Marketingplan. Hier überlegst du dir Strategien und Marketingmaßnahmen, wie du potenzielle Kunden auf dein Restaurant aufmerksam machen wirst und welches Budget du dafür einplanst. Nicht zu vergessen ist auch der Finanzplan. Dieser Abschnitt ist fundamental für deinen Businessplan. Hier werden alle Kosten aufgelistet. Zum Businessplan gehört auch die Finanzierungs- und Liquiditätsplanung, die Umsatz- und Ertragsplanung, also mit wie viel Einnahmen rechnest du pro Kopf pro Tisch, wie oft wird ein Tisch im Laufe des Tages besetzt und wann sind deine Stoßzeiten. Ein weiterer Bestandteil ist der Investitionsplan. Hier planst du, ob du einen Kredit oder Gründerkredit beantragen wirst, ob dein Eigenkapital ausreicht, ob du Investoren benötigst oder sogar schon ein Darlehen erhältst. Dann solltest du die Rechtsform und die Anmeldung beachten. Jedes Restaurant sollte mit Hilfe einer passenden Rechtsform gegründet werden. Lass dich dazu gern von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten, dass du die für dich passende Form wählst. Bevor ein Restaurant eröffnet werden kann, müssen bestimmte Formalitäten und Genehmigungen erfüllt werden. Kommen wir zum Gesundheitszeugnis. Nach der Belehrung über Hygiene- und Gesundheitszustände erhalten die Teilnehmer ein Gesundheitszeugnis. Eine weitere Formalität ist die Gaststättenkonzession. Sie wird auch Gaststättenerlaubnis oder Schanklizenz genannt. Diese wird für alle Restaurants gebraucht, die auch alkoholische Getränke ausschenken wollen. Nicht zu vergessen das Gesundheitsamt. Nimm unbedingt vor dem Umbau Kontakt zum Gesundheitsamt und deinem Bearbeiter auf. Das Gesundheitsamt hat ganz viele konkrete Kriterien und Vorgaben, wie die Küche aufgeteilt werden muss, wie viele Toiletten es geben muss, ob es eine Personaltoilette und einen Personalraum geben muss und auch das Thema Barrierefreiheit muss vorher geklärt werden. Wenn auch nur eins dieser Kriterien nicht eingehalten wird, kann das Restaurant auch nach der Eröffnung geschlossen werden, bis das Problem behoben ist. Das kann zu zusätzlichen Kosten und einem Einnahmeverlust führen. Genauso wichtig ist es vorab zu klären, ob es den Namen deines Restaurants schon gibt, um eventuell Rechtsstreitigkeiten schon vorher aus dem Weg zu gehen. Der wichtigste Faktor, den du bei deiner Standortsuche berücksichtigen solltest, ist, ob sich deine Zielgruppe in deiner Nähe befindet. Und das Thema Infrastruktur sollte auch in die Auswahl mit einbezogen werden. Gibt es genug Parkplätze? Ist es gut mit dem öffentlichen Verkehrsmittel oder zu Fuß zu erreichen? Auch die gastronomische Umgebung ist nicht unerheblich. Gibt es bereits Restaurants und Cafés in der Gegend? Was bieten sie an? Ist dein Angebot ergänzend zu dem bereits vorhandenen oder trittst du in Konkurrenz? Oder ist es ein Standort, an dem es noch gar kein Restaurant gibt? Wenn du eine Immobilie gefunden hast, dann informiere dich zunächst gut über diese, um versteckte Kosten, Probleme und so weiter zu vermeiden. Entscheide für dich, ob du gern ein Franchise-Unternehmer werden willst oder möchtest du dein eigenes Restaurant starten. Du musst dir deine Absichten klar machen und solltest zudem dir möglichst alle Vorteile und Nachteile beider Konzepte bewusst machen. Mach dir Gedanken, wie viel Personal du brauchst, welche Qualifikationen sie haben sollen, was sie verkörpern sollen und vor allem auch, wie du sie findest. Ist es online oder offline? Werden bestimmte Plattformen eingesetzt oder nicht?
Wie bereits erwähnt, solltest du eine Schanklizenz haben, wenn du alkoholische Getränke ausschenken wirst. Und vergiss nicht dein Gesundheitszeugnis, das du brauchst, wenn du mit Lebensmitteln arbeitest. Empfohlen für Restaurantbetriebe sind Versicherungen wie etwa die Betriebshaftpflichtversicherung, die Inventarversicherung und die Gewerberechtsschutzversicherung. Der Bekanntheitsgrad wird durch verschiedene Marketingmaßnahmen erreicht. Eine gute Webseite, der Einsatz von Social-Media-Plattformen, eventuell auch Offline-Werbung, vor allem am Anfang durch das Aushändigen von Flyern. Auch Mundpropaganda hilft der Markenbekanntheit am Anfang sehr. Ganz wichtig und eigentlich essentiell ist ein Google-Business-Eintrag. Zum einen, dass du schnell gefunden wirst, zum anderen orientieren sich potenzielle Gäste immer mehr an den Bewertungen auf Google. Also ist Google Business eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Du hast jetzt einige Tipps bekommen, worauf du achten solltest, wenn du ein Restaurant gründen möchtest. Wenn das Video hilfreich war, hinterlass ein Like, abonniere doch gerne unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks in der Gastronomie. Bis zum nächsten Mal!